Also in diesem Video zeige ich, wie das Wabenmuster gehäkelt wird. Die erste Runde habe ich schon vorgehäkelt, und zwar in der ersten Runde häkeln wir jeweils 2 festen Maschen in jede Erhebung oder in dieses Löcher, die beim Häkeln des Bündchens entstanden sind, und wir häkeln jeweils 2 festen Maschen in jede Erhebung oder in jedes Loch des Bündchens von oben, nachdem das Bündchen bereits verbunden ist. Und wir häkeln auch, damit hier kein Loch zwischen der ersten und der zweiten Reihe entsteht, wir häkeln auch in die Nahtstelle, wo wir das Bündchen verbunden haben, auch 2 festen Maschen. So, die Runde wird dann nicht geschlossen, und ab der nächsten Runde häkeln wir mit der Häkelnadel Nummer 5, weil das Wabenmuster ist sehr fest, und wir nehmen dann eine größere Häkelnadel. Und zwar die erste Masche der zweiten Runde wird im Strickstich gehäkelt. Wir häkeln eine feste Masche im Strickstich in die erste feste Masche der Vorrunde und dann eine feste Masche, eine lange feste Masche in die Einstichstelle der zweiten festen Masche der ersten Runde, also in diese Erhebung. Und dann überspringen wir die zweite feste Masche der Vorrunde, die jetzt unter der langen festen Masche liegt, und häkeln eine Masche im Strickstich in die dritte feste Masche der Vorrunde. Und dann wieder eine lange feste Masche in die zweite Erhebung des Bündchens, dann eine feste Masche. Die feste Masche, die unter der langen festen Masche liegt, überspringen wir und häkeln eine feste Masche im Strickstich in die nächste feste Masche. Dann wieder eine lange feste Masche. Diese feste Masche, die jetzt unter der langen liegt, überspringen und eine feste Masche im Strickstich in die nächste feste Masche. Eine lange, eine im Strickstich, eine lange. Am besten häkelt man das Wabenmuster locker, also relativ locker, damit er nicht zu fest wird. Eine feste Masche im Strickstich, eine lange feste Masche in die Einstichstelle der Vorrunde. Im Strickstich eine lange. Im Strickstich eine lange. Und so bis zum Ende der Runde. Und wir beenden die zweite Runde mit einer langen festen Masche. So, und die erste Masche der dritten Runde häkeln wir im Strickstich in die erste feste Masche im Strickstich der Vorrunde. Und die nächste feste Masche wird als wabenartige feste Masche gehäkelt, und zwar in die Hälften der langen festen Maschen. Und zwar die langen festen Maschen bestehen aus 2 Hälften, diese zweite Hälfte und diese erste Hälfte, so alle auch, diese erste Hälfte und diese zweite Hälfte.
Und die wabenartige feste Masche die erste wird in die zweite Hälfte der letzten langen festen Maschen gehäkelt und in die erste Hälfte der ersten langen festen Maschen. So. Dafür stechen wir die Häkelnadeln ein bisschen nach hinten. So, ich zeige nochmal. Und in die erste Hälfte der ersten langen festen Maschen und häkeln eine feste Masche, und so ist eine wabenartige feste Masche entstanden. Dann häkeln wir eine feste Masche in die lange feste Masche von oben, und dann ist noch die zweite Hälfte der ersten langen festen Maschen übrig geblieben. Und wir häkeln dann die zweite wabenartige feste Masche in diese zweite übrig gebliebene Hälfte der langen festen Maschen und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen. So, Häkelnadel stechen wir in die zweite Hälfte der ersten langen festen Maschen und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen und häkeln eine feste Masche. Dabei haben wir die nächste feste Masche im Strichstich der Vorrunde übersprungen, und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder häkeln wir die nächste feste Masche im Strichstich in diese übersprungene, die jetzt ein bisschen hinter den Wabenartigen liegt. Das ist aber viel schwieriger, deshalb empfehle ich, die feste Masche einfach von oben der langen festen Maschen der Vorrunde häkeln. Also einfach von oben der langen festen Maschen eine normale feste Masche häkeln. Und die nächste wabenartige feste Masche wird genauso gehäkelt. Hier ist die zweite Hälfte der zweiten langen festen Maschen übrig geblieben. Wir stechen dann hier und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen. So, die zweiten Hälften, nachdem wir schon wabenartige gehäkelt haben, sind nicht besonders sichtbar. Die kann man eigentlich auch mit der Nadel hervorziehen. So, in die zweite Hälfte der zweiten langen festen Maschen und in die erste Hälfte der dritten langen festen Maschen und eine feste Masche häkeln. Und jetzt wieder eine normale feste Masche in die lange feste Masche von oben. Jetzt wieder die übrig gebliebene zweite Hälfte der vorigen langen festen Maschen und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen. Eine wabenartige feste Masche, eine feste Masche, normale feste Masche in die lange feste Masche von oben. Wieder in diese übrig gebliebene zweite Hälfte der vorigen langen festen Maschen und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen. Eine wabenartige, eine normale feste Masche in die lange feste Masche von oben. Dann wieder in die zweite Hälfte der vorigen langen festen Maschen in die erste Hälfte. Eine wabenartige. Dann eine normale. Und eine wabenartige. Und so bis zum Ende der Runde häkeln wir die dritte Runde. Abwechselnd eine wabenartige, eine normale, eine wabenartige, eine normale,
eine wabenartige, eine normale, wabenartige, normale, in die wabenartige, in die lange feste Maschen von oben. Und die letzte häkeln wir in die zweite Hälfte der vorletzten langen festen Maschen der Vorrunde und in die in die erste Hälfte der letzten festen Maschen. Und wir schließen die Runde nicht ab. So sehen wir, dass wir hier schon wabenartige und normale feste Maschen gehäkelt haben. Wir schließen die Runde nicht ab, sondern wir häkeln eine feste Masche. Man kann einfach in diese Zwischenstelle vor der ersten wabenartige feste Masche eine normale feste Masche häkeln. Und dann häkeln wir eine lange feste Masche zwischen zwei Hälften der wabenartige feste Maschen hier. Gerade unter diesem kleinen Knoten, der hier entstanden ist. Hier. Also angefangen ab der 4. Runde häkeln wir die langen festen Maschen in die zwischen zwei Hälften der wabenartigen festen Maschen. So. Und dann eine feste Masche im Strickstich in die Mitte der nächsten normalen festen Maschen. Wieder eine lange feste Masche zwischen zwei Hälften der nächsten wabenartige feste Masche. Eine feste Masche im Strickstich in die Mitte der nächsten festen Maschen der Vorrunde. Eine lange feste Masche in die Mitte der wabenartige zwischen zwei Hälften und eine feste Masche im Strickstich in die Mitte der nächsten normalen festen Maschen. Eine lange in die Mitte der wabenartige, eine im Strickstich, eine lange, eine im Strickstich, eine lange in die Mitte der wabenartige, eine im Strickstich, eine lange, eine im Strickstich und so bis zum Ende der Runde. Und die Runde beenden wir mit einer langen festen Masche in die letzte wabenartige. Wir schließen die Runde nicht ab und wir sehen hier, dass in der 4. Runde, genauso wie in der 2. Runde, sind abwechselnd eine lange und eine feste Masche im Strickstich entstanden. Also genauso wie in der 2. Runde. Deshalb häkeln wir die 5. Runde genauso wie die 3. Runde. Ich zeige hier Anfang der 5. Runde und zwar eine feste Masche im Strickstich in die Mitte der ersten festen Maschen der Vorrunde. Und genauso wie in der 3. Runde stechen wir unter der 2. Hälfte der letzten langen festen Maschen
und unter der ersten Hälfte der ersten langen festen Masche. Dafür bringen wir die Häkelnadel ein bisschen nach hinten, stechen in die zweite Hälfte der letzten langen festen Masche und in die erste Hälfte und häkeln eine normale feste Masche. Ist eine wabenartige feste Masche entstanden. So, dann häkeln wir eine normale feste Masche in die lange feste Masche von oben. Und hier ist wieder, sehen wir, dass die zweite Hälfte der ersten lange feste Masche übrig geblieben. Dort stechen wir die zweite wabenartige feste Masche und hier in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen. So und so. Und wir häkeln eine normale feste Masche. Die feste Masche im Strickstich befindet sich jetzt hinter den wabenartigen feste Masche und wir haben wieder die Möglichkeit, entweder in die überspringende eine feste Masche im Strickstich zu häkeln oder, wie ich davor schon empfohlen habe, einfach eine feste Masche in die lange feste Masche von oben, eine normale feste Masche und dann wieder in die übrig gebliebene zweite Hälfte der vorigen langen feste Masche, in die erste Hälfte der nächsten langen festen Masche, eine feste Masche, eine normale feste Masche in die wabenartige feste Masche von oben, dann wieder in die zweite Hälfte der vorigen und in die erste Hälfte der nächsten langen festen Maschen, eine wabenartige feste Masche, eine normale in die lange feste Masche von oben, eine wabenartige in die zwei Hälften, in die zweite Hälfte der vorigen und in die erste Hälfte der nächsten, eine normale von oben. Ich zeige dann bis zum Ende der Runde. Und hier die letzte wabenartige häkeln wir in die zweite Hälfte der vorletzten langen festen Maschen und in die erste Hälfte der letzten langen festen Maschen. Und wir beenden die Runde mit dieser letzten wabenartigen festen Masche. Und so dann wiederholen wir die vierte und fünfte Runde. Wir sehen hier, dass es schon ein Wabenmuster entsteht und es wird einfach die vierte und fünfte Runde wiederholt. Und da das Muster nicht besonders dehnbar ist, also sehr fest, deshalb nehmen wir die Häkelnadel eine Nummer größer als für diese Wolle empfohlen ist.